Schwammendingen ist eine Art Code, ist eine Marke schon fast, ist bekannt bis weit über Schwammendingen hinaus, bis sogar über die Schweizer Grenzen hinaus. Es ist ein Stadtrand, ein Bezirk, ein bisschen verschrien und der Stadt Zürich, es ist das hässliche Entlein, oder das war es, das sich jetzt am Verändern ist durch verschiedene bauliche Maßnahmen und relativ großflächige Umbauten und der Autobahneinhausung, die Autobahn eigentlich lärmschutzbedingt einhaust, damit irgendwie die Qualität, die Wohnqualität wieder steigt. Und das ist wirklich so. Also die Wohnqualität steigt, das Ansehen steigt. Das ist ein spannender Moment für Schwammendingen. Ich fotografiere seit ich 17 bin, 18, damals in der Grafikfachklasse. Das war eine andere Zeit. Es hatten nicht viele Leute ein Fotoapparat, also zu fotografieren war teuer. Und ich habe damals schon begonnen, meine Umgebung zu fotografieren, auch die soziale Umgebung, die Menschen, mit denen ich lebe, die Freunde, aber auch Fremde. Das ist eigentlich seit 45 Jahren ein Teil meiner Arbeit. Und das habe ich dann auch in Schwammendingen gemacht. Aber ich habe immer versucht, es so aussehen zu lassen, dass es nicht so zuordnenbar ist. Also von der Zeit her wie auch vom Ort her. Und dazu muss man wissen, als junge Mutter, als ich dort mit 2 kleinen Kindern meiner Familie nach Schwammendingen gezogen bin, gab es dort wie noch diese Freiräume. Also am Stadtrand gibt es immer mehr Platz und es gibt mehr Möglichkeiten. Und wir fanden das toll, wir hatten einen Garten und es war aber wirklich, der Ruf war wirklich relativ schlecht. Unsere Freunde fragten uns oder mich, was machst du dort? Wieso ziehst du dort hin? Es hatte nichts, wo man gehen konnte. Ich weiß, dass ich früher dann eigentlich in den Ausgang, in den sogenannten, bin ich in die Stadt gelaufen. Nein, mit einem Tram hin und dann aber manchmal zurückgelaufen, 1 Stunde lang, bevor ich dann das Velo entdeckt habe. Eben der Ruf war anders und vielleicht auch darum wollte ich das nicht so zuordnenbar machen. Es war auch aufgrund meiner Situation ein kleiner Kreis. Ich hatte nicht so viele Freiheiten aufgrund meiner familiären Situation und habe in einem kleineren Kreis fotografiert, den ich dann aber weiter ausweiten konnte, je freier ich wurde, sagen wir. Und dann mich hat das fasziniert, dass die Jugendlichen haben das so für sich entdeckt, dieses Schwammendingen, dieser Außenbezirk. Sie haben das als Stärke genommen. Sie haben sich damit identifiziert, wir sind anders. Sie haben sich das mit K12 auch, sie haben sich bezeichnet und sie haben das so richtig gepusht. Wir sind hinter dem Berg, oder? Wir sind auf der Rückseite des Zürichbergs, wir sind die anderen. Und dann habe ich angefangen, auch mehr vielleicht lokal zu fotografieren, dass es zuordnenbar ist. Natürlich, wenn man so lange fotografiert, sagen wir, ich fotografiere dort schon seit 35 Jahren, dann verwandelt sich auch die Arbeit, die Fotografie. Und der Blick
ich hatte immer einen relativ, sagen wir, liebevollen Blick auf Schwammending, weil mir hat das gefallen, das Außenseiterquartier. Ich konnte mich auch damit identifizieren und war nicht diesen vielleicht strengeren Codes, Codierungen oder Gesetzmäßigkeiten, Systemen des Stadtinneren war ich nicht ausgeliefert. Also man konnte machen, was man ja einfach so unbeobachtet, was man Lust hatte. Man konnte irgendwie nachts noch ein Feuer machen oder in den Wald gehen oder Freunde einladen und man konnte grillieren, man konnte spät aufstehen, man konnte seine Wäsche nicht waschen, man konnte die Post nicht rausholen. Es war alles egal. Man konnte mit dem Trainer einkaufen. Niemand hat was gesagt, jeder war mit sich selber beschäftigt, aber es gab trotzdem auch ein starkes soziales Gefühl dort. Und die Arbeit, wenn ich fotografiere, ist das nicht, natürlich ist es auch beobachtender Blick, aber ich bin immer ein Teil davon. Das heißt, ich bin eine soziale Person, die fotografiert, ich bin nicht außen, ich bin keine Ethnologin, sondern ich bin emotional verbunden. Und das, denke ich, das prägt auch meinen Blick. Ich habe Respekt vor den Leuten, ich habe Respekt vor dem Ort und das versuche ich vielleicht auch zu vermitteln in meinen Arbeiten. Es war so, dass dann ab 2012 wurde ich unterstützt von der Stadt Zürich für diese Arbeit und ich war angefragt worden, um eine Art Kunstbeobachtung und Vermittlung zu machen. Und dann habe ich entschieden, dass ich eigentlich diese Serie noch stärker ausbaue und anhand dieser Serie eine Art Kommunikation mit den Quartierbewohnern aufbauen kann, um Kunst, um Befindlichkeiten, um Wohnen, um Zusammenhalt, um ganz verschiedene Themen geht. Und das war dann eigentlich eine sehr schöne Arbeit, weil ich habe dann auch sehr viele Leute vernetzt. Ich konnte etwas aufbauen mit den Leuten, ein so kulturelles Aufbauen, eine Verbindlichkeit schaffen, eine Präsenz schaffen mit Nachbarn, mit anderen Leuten. Es gab wie so eine Gruppe, die dann auch weitere Entwicklungen nach sich gezogen haben. Und das war wirklich damals eine wichtige Entwicklung, dass man auch etwas in Schwammendingen hatte und dass man da so weiter aufbauen konnte. Das gab wirklich eine große Qualität, eine neue große Qualität ins Quartier. Ein Angebot, sagen wir, wo man daran teilnehmen konnte oder nicht. Also so gesehen ist diese Arbeit auch wirklich sehr sozial gedacht und sie endet nicht nur bei den Fotos, sondern sie geht wie weiter in Handlungen von Quartierbewohnern. Und auch ich trage eine Verantwortung, weil die Leute, die ich fotografiere, die wissen dann, wo ich wohne. Ich bin wie nach wie vor, trage ich die Verantwortung für diese Fotos, für diese nachbarschaftlichen oder quartiernahen Begegnungen. Das heißt, man pflegt diese Kontakte auch immer. Man pflegt, das ist wirklich noch nahrhaft, das ist irgendwie auch Arbeit, eine schöne Arbeit, aber es braucht Zeit und es ist auch intensiv. Man wächst da mit einem Quartier weiter oder mit verschiedenen Beziehungspersonen aus dem Quartier. Und wenn man da so eine Kunstarbeit macht, muss man, finde ich, auch relevant bleiben und ansprechbar bleiben. Also man kann da nicht sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr und so. Nein, auch die Leute, die heute kommen, die habe ich angefragt, ist das okay, wenn ich das Bild hier ausstelle und so. Und vor allem auch bei den jungen Menschen ist es sehr wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn etwas nicht stimmt oder wenn sich eine Situation verändert von den Menschen, dann bin ich auch Ansprechperson. Also ich bin da und das ist relativ wirklich darum auch eine intensive Arbeit.
Die Kunsthalle Zürich, Daniel Baumann, der Kurator und Direktor, hat mich eingeladen und ich finde es großartig von ihm, dass ich das hier zeigen kann. Also er hat das Potenzial auch gesehen und wir hatten einen sehr spannenden Dialog. Ich arbeite aus einem riesigen Archiv, oder man muss sich das vorstellen, sagen wir 15 Jahre Bilder, das sind dann eben so 50.000, 60.000 Bilder und dann kommen die Auswahlen und die Auswahlen können eigentlich Jahre gehen. Das heißt, man muss immer wieder auswählen. Man muss jedes Bild anschauen, man muss sie zusammenstellen. Das ist eine große, große Arbeit. Meistens ist man sich da gar nicht so bewusst. Das heißt, ich habe eigentlich eine Vorauswahl gemacht und dann aber mit Daniel Baumann auch besprochen, wie wir das angehen könnten. Und ein Teil wollten wir rahmen, ein Teil waren die Vorhänge, die so etwas dann wieder Taktiles reinbringen, so eine andere Sichtweise, vielleicht auch ein Spiel mit den Bildern, mit den Darstellungsoptionen, weil der Vorhang ist auch noch durchscheinend. Dann kamen die Poster dazu und ich mache das eigentlich sehr gerne, dass ich diese Bilder so mixe. Ich finde es auch interessant, wenn man von der Fotografie her kommt, das ist eigentlich meine erste große Ausstellung, wo ich digitale Bilder zeige. Und früher habe ich sehr analog gearbeitet, das ist jetzt wirklich digital und das muss man dann so, man kann eigentlich mit dem Digitalen alles machen. Darum macht das auch Sinn, es auf verschiedene Träger zu zeigen, auf verschiedenen Medien. Wir zeigen Screens, wir zeigen die Poster, wir zeigen die gerahmten, wir zeigen Vorhänge. Und da denn irgendwie die gute Kombination zu finden, das war enorm spannend. Das habe ich im Dialog mit Daniel Baumann gemacht. Und wir hatten da irgendwie so einen guten Draht zusammen, dass wir ähnliche Ansichten, oder wenn ich nicht mehr weiterkam, hatte er irgendwie einen guten Einwand oder eine Idee. Andererseits wusste er, ich kenne die Bilder, ich bin gut in diesen Kombinationen. Es war irgendwie ein sehr schöner Prozess jetzt bis zum Schluss. Es gibt noch ein Buch. Wir wissen nicht, ob es jetzt noch zur Vernissage kommt. Vielleicht kommen noch ein paar Exemplare. Urs Steul hat mich 2020 angefragt, ob wir eine Publikation machen im Steidl Verlag. Wir hatten jetzt länger als gedacht, aber das Buch kommt eigentlich zur Ausstellung. Und diese Auswahlen habe ich zuerst gemacht. Das Buch ist immens dick, es hat 900 Seiten, es hat über 600 Bilder, weil wir wollten ein großes Buch machen und Steidl hat es dann zuerst auch fast umgehauen, weil es ist, sie nennen es im Verlag das Monstrum, aber das war eigentlich die erste Arbeit und das Buch war zuerst, aber es sind beides natürlich gleichgewichtete Projekte, das Buch wie die Ausstellung. Und es ist natürlich auch im Dialog. Und wie auch beim Buch, man hat dann so seine Lieblinge und am Schluss muss man die rausnehmen. Man kann nicht alles zeigen, man ist beschränkt. Ich hätte am liebsten gerade 10 Bücher gemacht und so. Das ist dann ein sehr harter Prozess. Aber ich denke, wenn das Buch dann da ist, gibt es nochmals eine neue Ebene, wo man vielleicht die Ausstellung auch sehen kann. Man kann auch etwas nach Hause nehmen von Schwammendingen. Und vor allem finde ich toll, dass die Schwammendingen nicht kennen und die das so ein bisschen vielleicht geschnödet haben, wieso soll ich auf Schwammendingen, die können es jetzt hier in der Kunsthalle anschauen kommen. Und das ist eigentlich sehr frech, oder? Und das finde ich irgendwie ein wunderschöner Prozess, dass man jetzt den Stadtrand in der Stadt anschauen kann.
Und da bin ich wirklich sehr, sehr happy mit diesem Ort und mit Daniel Baumann, dass er das so mit mir gemacht hat. Ich möchte mich nochmals sehr bedanken bei allen Leuten, bei meinem Team und vor allem auch bei den vielen Leuten, die ich abfotografiert habe. Ich konnte nicht alle anfragen und ohne alle diese Menschen wäre diese Arbeit nicht so, wie sie ist. Dann wäre sie nicht das geworden. Also ohne meine Helfer und aber auch ohne die Menschen, die mitgemacht haben, die sich fotografiert haben lassen. Oder auch die Menschen, die ich halt auf der Straße aufgenommen habe. Ich konnte nicht immer alle Adressen fragen und so. Und ich wusste damals noch nicht, wie die Arbeit sich entwickelt. Die haben alle mitgemacht, das waren alle so unkompliziert, ob jetzt in der Badeanstalt oder auf der Chilbi, wie wir sagen, Schwammerdinger Chilbi. Da möchte ich wirklich ein großes Dankeschön an alle Schwammerdinger machen, die irgendwo hier vertreten sind.